Unsere Reise durch das westliche Mittelmeer beginnt am Flughafen der Stadt München. Von dort aus lässt sich unser erstes Zwischenziel, die spanische Stadt Barcelona, mit einem kurzen zweistündigen Flug erreichen. Da wir die Hauptstadt Kataloniens von früheren Besuchen her bereits genau kennen, begeben wir uns per Taxi vom Flughafen unmittelbar zum Hafen der Stadt. Unser schwimmendes Zuhause für die kommenden 11 Tage, die Oceania Nautica, wartet hier bereits auf unsere Ankunft. Nur etwas mehr als 600 Passagiere befinden sich auf dem schmucken kleinen Schiff, wo wir uns nach der Ankunft in unserer komfortablen Kabine erst einmal häuslich einrichten. Anschließend blicken wir vom Oberdeck aus auf die Silhouette der Stadt, deren berühmtestes Bauwerk, die Sagrada Familia, immer mehr an Höhe gewinnt. Kurz nach Sonnenuntergang ist es dann soweit. Das Schiff legt ab zu einer spannenden Reise rund um das westliche Mittelmeer und wir genießen die Ausfahrt aus dem Hafen der stimmungsvoll illuminierten Stadt Barcelona. Vor uns liegt nun eine nächtliche Etappe zu der Baleareninsel Menorca, die uns am nächsten Morgen im wunderschönen Naturhafen der Stadt Maó bzw. Mahón willkommen heißt. Die knapp 30.000 Einwohner zählende Stadt ist Hauptort und Verwaltungssitz der Insel. Wir entscheiden uns dafür, von hier aus zu einer Busrundfahrt zu den interessantesten Sehenswürdigkeiten Menorcas aufzubrechen und steuern zunächst die im zentralen Süden gelegene Küstenlandschaft rund um Cala Galdana an. Bereits die Durchfahrt durch das Inselzentrum in Längsrichtung sorgt für genussreiche Landschaftserlebnisse. Nun nähern wir uns bereits dem Ferienort Cala Galdana, wo wir zunächst einmal einen bewundernden Blick auf die auf einer Anhöhe oberhalb des Meeres gelegenen prächtigen Villen werfen. Danach begeben wir uns zu einem Aussichtspunkt, der uns einen imposanten Ausblick sowohl auf das offene Meer als auch auf die berühmte Badebucht von Cala Galdana bietet. Von Cala Galdana aus geht es nun wieder zurück in Richtung Inselzentrum, bevor wir einen kleinen Abstecher in nordwestlicher Richtung zum Herrenhaus von Binissues unternehmen. Über einen höchst einladenden Treppenzugang erreicht man das stattliche Gebäudeensemble von Binissues, im 18. und 19. Jahrhundert Wohnsitz des herrschaftlichen Landadels. Das Innere des Hauptgebäudes ist heute als Museum eingerichtet und ist ein lebendiger Spiegelbild der damaligen Zeit. Das Obergeschoss beherbergt eine sehenswerte Sammlung exotischer Schmetterlinge.
Hintergrund des ehemaligen Herrenhauses befinden sich die landwirtschaftlichen Gebäude, die ebenfalls als historisches Denkmal der damaligen Zeit erhalten sind. Nochmals blicken wir auf das eindrucksvolle Anwesen zurück, bevor wir in Richtung einer weithin sichtbaren Erhebung im Inselzentrum aufbrechen. Als beliebtes Ausflugsziel lässt sich der Monte Toro auf einer steilen Serpentinenstraße, die hinauf auf über 350 Meter Meereshöhe führt, erreichen. Oben angekommen bewundern wir zunächst einmal die Christusstatue, die zumindest ein wenig an Rio de Janeiro erinnert. Hauptattraktion ist hier jedoch der schöne Rundumblick ins Tal. Unbedingt sehenswert ist auch die sehr ansprechende Klosteranlage Santuario de la Virgen del Toro auf dem Gipfel des Berges. Besondere Verehrung genießt die hölzerne Madonnenstatue im Zentrum des Altars. Nochmals blicken wir hinab in Richtung der Nordküste, die gleichzeitig unser nächstes Ausflugsziel darstellt. Nach einer wiederum aussichtsreichen Abfahrt von der Serpentinenstraße des Monte Toro erreichen wir bald die Nordküste, wo ein erster Besichtigungsaufenthalt im Fischerort Fornells vorgesehen ist. Zunächst gilt es jedoch, durch die beeindruckende Talfahrt vom Monte Toro allmählich wieder auf Meereshöhe zu gelangen, was mit der Ankunft an der Nordküste schließlich geschafft ist. Kurze Zeit später erreichen wir mit dem Fischerdorf Fornells einen wunderbaren Ort zum Bummeln und Flanieren. Von Anfang an begeistert uns hier das mediterrane Flair, das in diesem Ort auf Schritt und Tritt zu spüren ist. Berühmt ist Fornells auch für seine zahlreichen Fischrestaurants, wobei vor allem die Langustengerichte zu den absoluten Spezialitäten gehören. Wir hingegen begnügen uns mit einem gut gekühlten Bier, bevor wir uns von diesem faszinierenden Ort verabschieden. Vor Abschluss unserer Rundfahrt werfen wir zunächst noch einen Blick auf die benachbarte Feriensiedlung Playa de Fornells. Etwas weiter östlich empfehlen sich noch zwei weitere Besichtigungsstopps im Bereich der sehenswerten Nordküste, nämlich in den wunderbaren Ferienorten Port da Daia sowie in Arenal del Castell. Als erstes erreichen wir die Feriensiedlung Playa de Fornells. Sehenswert sind hier vor allem die wundervoll gelegenen und architektonisch fantasievoll gestalteten Appartementkomplexe der luxuriösen Anwesen.
Danach geht es weiter nach Portadaya, einem stilvollen Ferienort, der mit seinem beschaulichen Naturhafen vor allem bei ruhesuchenden Urlaubern beliebt ist. Nach der Abfahrt aus Portadaya durchqueren wir nun die Landzunge in westlicher Richtung und erreichen kurz darauf Arenal del Castell. Von einer Anhöhe blicken wir auf den wunderschön gelegenen Strand, der von einer fast kreisrunden Bucht vor Wellen geschützt ist und ebenfalls beste Voraussetzungen für einen ruhigen Urlaub bietet. Allmählich wird es jedoch Zeit, diesen wunderschönen Ort zu verlassen und den Rückweg zu unserem Ausgangspunkt, dem Hafen der Stadt Mahón, in Angriff zu nehmen. Hier erwartet uns noch eine besondere Attraktion, nämlich die abendliche Ausfahrt mit unserem Schiff aus dem wunderschönen 5 Kilometer langen Naturhafen im Osten Menorcas. Mit Erreichen von Punta Espero, der östlichsten Landspitze Menorcas, endet ein beeindruckender Tag auf der Baleareninsel.